Guten Morgen, Tag 2 aus Las Vegas. Ich fühle mich richtig überfahren. Ich bin seit 3 Uhr morgens wach. Warum auch immer, dieser Jetlag hat übergekickt. Nev, wie fühlst du dich? Super. Echt? Ja, jetzt geht's. Ja, Nev war gestern richtig total schaden, ne? Jedenfalls geht's jetzt kurz eine Runde. Es ist morgens um 7 in Walmart, denn unsere Koffer kommen Stand jetzt erst Sonntag oder Montag. Was ich natürlich Ursus noch nicht gesagt habe. Um den morgen noch zu retten, deswegen, ja, ich brauche Zahnbürste, Zahnpasta, Boxershorts, mal gucken, was die alles haben. Walmart hat ja auch eine süße Kleidungsabteilung. First thing first, Meta Plus. Und dann geht es jetzt erstmal ab in Walmart. Ursus ist gerade auch aufgestanden. Gucken wir, was wir shoppen. Nev, hättest du jemals gedacht, du gehst mit mir Kleidung shoppen? Nee, auf gar keinen Fall. Gehst du mit deiner Frau Kleidung shoppen? Ja, jeden Samstag. Mein Freund geht nie mit mir Kleidung shoppen. Aber weißt du warum? Wir waren einmal in Las Vegas und habe ich geheult, weil mir Essen nicht gepasst hat. Dann ist da richtig ausgerastet im Laden und seitdem gehen wir nicht mehr shoppen. So, wir haben jetzt eingekauft. Klamotten, Spargel, Deo, Zahnpasta und Co. Wasser. Und wie macht man meinen Freund glücklich? Außer, dass er mich als Freundin hat. Tada! Wir haben ihm einen Airfryer gekauft. Er wird mir nachher vor Freude über den Hals fallen. Nicht, aber das ist unsere Ausbeute. Ist getimt zu Urs, denn Cardio steht an. Eigentlich muss er nur noch spazieren, aber ich glaube, er wird trotzdem ins Gym. Schatz? Ja. Ich hab dir noch was mitgebracht. Augen zu, man darf nicht lügen, Augen zu. Allah. Niemals! Baby! Ich wusste, dass du das weißt. Nein. Bitte ab! Hm? Ja. Was? Ja, der Ninja ist am Start, da kann es nur gut werden. Kannst du dir alles so machen wieder? Ey, aber die ganzen Ninjas, was machen wir damit? Ich hasse es, Sachen hier zu lassen. Die schenken wir einem. Ja. Predator so. Schenken immer Leuten Airfryer und Ninja Creamies, sonst was. Aber ey, ich sag's euch, die Nacht hat richtig gut getan. Wir haben es jetzt 8:16 Uhr. Ich habe schon jeglichen Posing-Spot hier abgecheckt und Stefan 3 verschiedene Form-Updates geschickt. Er ist zufrieden, somit bin ich's auch. Ich fuck's ein bisschen ab, ich habe keine Körperwaage, also ich weiß nicht, wie viel ich wiege. Aber das alles. Meine Mama hat mir heute Morgen geschrieben, so, ey, nimm's mit Humor, think positive, und genau das mache ich jetzt auch. Deswegen habe ich mir einen Meter angerührt und der fängt langsam an zu zünden und deswegen, ja, ganz nice, werden wir den Tag jetzt hier einleiten, wie jeden anderen auch, mit einem Spaziergang. Ich hoffe, dass das Gepäck heute kommt, das wäre dann noch natürlich die Kirsche auf der Sahnetorte und dann ist alles safe hier, Freunde. Dann läuft der Hase und ich habe auch schon mit dem einen oder anderen geschrieben. Ich sag mal so, der Cutler ist auch schon wach um 8 Uhr und hat mich herzlich willkommen geheißen hier in Vegas. Also es wird geil für euch. Also ihr müsst die Glocke aktivieren, wenn ihr von Herzen Bodybuilder seid oder Bodybuilderin und den Sport liebt, weil die nächsten 2 Wochen geht's hier rund. Und was sagt man immer so schön? Aller Anfang ist schwer, aber je härter der Weg, umso besser das Ziel, und so kann man die ganze Vorbereitung eigentlich auch beschreiben. Denn die war nicht ohne, aber wir sind jetzt im Final Stretch angekommen. Ein klassischer Start in den Tag. Und wir nehmen euch mit. So, Urs hat sich jetzt pennen gelegt. Wir haben gerade noch gefrühstückt. Aber das seht ihr jetzt noch die nächsten Tage bei einem Full Day of Eating. Weil sonst wird sich ja alles doppelt und dreifachen. Auf jeden Fall hier. Ich weiß nicht, ob man das gestern schon bei uns im Roomtour gesehen hat. Ist auf jeden Fall so eine kleine süße Veranda.
Und ich bin aber richtig deutsch und habe unsere Wäsche hier einfach aufgehangen, weil ich jetzt nicht davon ausgegangen bin, dass dieser Trockner diese fetten Pullis einfach trocknen kann. Und ja, deswegen bin ich jetzt mal richtig deutsch. Ich habe da schon mal in Orlando Ärger bekommen, dass ich die Wäsche draußen aufgehangen habe, weil die Amis feiern das nicht so. Aber mal gucken, wir sind ja hier relativ abgelegen. Sollte eigentlich niemanden stören. Ich will jetzt ein bisschen arbeiten, während Urs schläft. Und dann geht es für uns eigentlich auch schon fast direkt ins Gym, wo wir noch gar nicht waren in Las Vegas. Eigentlich gehen wir ja in Vegas immer ins LVAC. Die sind richtig cool, falls ihr dort mal seid. Dragon Slayer auch, aber das ist so mega voll, weil da wirklich jeder Athlet hingeht. Das Gym, wo wir jetzt hingehen, heißt Torture Gym oder so. Keine Ahnung, ob man es so richtig ausspricht. Genau, aber da wird unser Kameramann dabei sein. Ich habe vorher auch mit Discover telefoniert. Unsere Koffer kommen endlich morgen scheinbar an, morgen Abend. Das heißt, Urs freut sich sehr auf seine Klamotten. Ich freue mich sehr auf meine Skincare und auf meine Shampoos. Das ist mein größter Verlust hier. Und ja, hoffen wir mal, dass das alles so gut klappt, wie wir uns das vorstellen. Leute, ihr wisst, USA heißt, dem Bären seine Kreditkarte brennt und Alice's Starbucks-Sucht wird befriedigt. In diesem Sinne muss man seiner Herzensdame auch mal was zurückgeben. Und bei all der Arbeit, die reinsteckt und mich unterstützt, gibt es einen schönen, dicken Iced Venti. Wie nennt sich das? Latte Macchiato. Na, eigentlich Cappuccino, weil Latte Macchiatos mit Karamell und ich hasse Das Karamell. gibt's ja nicht. Oh, oh. Rotmilch. Jetzt kommt's. Wir wollen jetzt aber. Und Taste-Test. Wir wollen, und die Community glaube ich auch, will den ultimativen Alice Taste-Test. Starbucks. Ja. Okay. Der war schon lange überfällig. Ja, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Danke. So sieht's aus. Happy Wife, Happy Life. In diesem Sinne schaue ich mir hier noch Mr. McMahon, der WWE-Gründer unter anderem, schaue ich mir eine Netflix-Doku an und habe mir eine Pepsi Max reingezogen. Der Reispudding steht aber auch schon bereit, denn jetzt geht's gleich ins erste Training in den USA. Und euch ist aufgefallen vielleicht, die Frise hat sich noch mal ein bisschen verändert. Und ich weiß, der eine sagt, es ist nice, der andere sagt nicht. Aber es ist immer noch nicht the final product. Denn wo es wirklich zählt, ist am Tag X auf der Bühne. Nicht nur der Körper, auch die Frisur. Deswegen wartet einfach mal ein bisschen ab. Erinnert ihr euch noch, wo ihr gesagt habt, in der Offseason, Urs sieht aus wie 65. Und jetzt schreiben mir alle, du siehst langsam wieder aus wie 15. Genauso ist es auch mit den Haaren. Und deswegen abwarten und Daily trinken, würde ich sagen. Schatz, wir machen jetzt ein Trip-Check Koffer Lost Edition. Ein ESN-T-Shirt, das etwas zu klein ist. Die Hose vom Kameramann. Hose vom Kameramann. Socken. Ich finde es krass, dass du noch ein paar Socken dabei hattest. Und diese Schuhe. Und ey, wisst ihr, was ich auch hab? Ich hab's vergessen, den Koffer zu machen. Dachte mir, scheiße, das will ich mitnehmen. Hab's ins Handgepäck gemacht. Ihr Immerhin. kennt meine legendären Stirnbänder. Beziehungsweise mittlerweile trage ich das Halsband. Haben auch viele geschrieben, warum. Einfach so, fühlt sich gut an. Und vor allem bei den ganzen ACs, Klimaanlagen hier in den USA, hat man da einfach noch Wärme extra. Und natürlich heißt es Shadow Mode Hoodie on. Also kommt noch ein Hoodie drüber und so gehen wir ins Gym. Ein ESN-T-Shirt, das ich gerade gewaschen habe und jetzt viel zu klein ist. Die Hose Von ihrem Freund. meines Freundes. Eine Boxershort, geliehen vom Kameramann. Und diese Socken. Weißt du was? Ist ja aus dem Spaß. Trotzdem die schönste Frau der Welt. Danke. Was aber viel wichtiger ist, als das Outfit, ist, was man vorm Training isst. Das zeige ich euch hier. Schon kalt gestellt, denn ein bisschen kalt gestellt das Ganze schmeckt es nochmal besser.
sieht nicht so ganz geil aus. Sieht aus wie so Hundefutter. Ey. Du hast gerade schon von Halsband geredet. Ja, ich bin der absolute Hund jetzt. Nix gegen meinen heißgeliebten Haferflocken. Reispudding-Cake. Getoppt mit einem Zimtteppich. Da ist jetzt aber schon Zimt drin. Und noch Salz für einen extra Pump Pre-Workout. Und dazu auch in den USA natürlich auch hier voll gespritzt, das kracht. Pink Lady Äpfel. Da sind aber gar keine Kleber dran, also das Kind hat sich das gespart. Die Kinderarbeit wurde hier nicht ganz durchgezogen. Aber das Pre-Workout-Meal. So sieht's aus, das lassen wir uns schmecken. Und dann switchen wir jetzt gleich rüber zur Real Cam und dann geht's ab ins Gym. Let's go. Wir sind am Start. Wir sind ready for war. Wir sind ready fürs erste Training in Viva Las Vegas. Das ist gerade so mein Track. Heute Morgen beim Laufen auch erst mal angehört. Und ey, wisst ihr, was ich in den Händen halte? Crank Olympia Formel 2 V2, die zweite Edition. Ein anderes Design, aber ich nehme Booster seit 2014, 15 und was ich in der ganzen Zeit gemerkt habe, wenn die Booster überarbeitet worden sind, wenn da irgendwas Neues gekommen ist, waren die immer schlechter als der Vorgänger. So ähnlich wie bei den iPhones jetzt. Kleiner Front an Apple. Rest in Peace Steve Jobs. Aber wir haben hier die zweite Version des Crank Olympia am Start. Und ich habe mich da mit den Jungs aus dem Labor bei ESN zusammengesetzt und die haben mir mit 1000 neuen Formeln gesagt, ey, das. Und da habe ich erstmal im Call gesagt, stopp, es wird nichts geändert, es wird auch nicht der Geschmack geändert, denn die Chili-Note wurde extrem gefeiert, die V1-Formel ist extrem geil angekommen und deswegen, ja, ist das Produkt, wenn man es auch schon aufmacht, ihr wisst Bescheid, was die Formel 1, die erste Edition noch in die Hände bekommen haben, wissen, von was ich spreche. Haben wir das ganze Ding geschmacklich so gelassen, wir haben die Inhaltsstoffe so gelassen, wir haben an den Inhaltsstoffen 2 Sachen hinzugefügt, aber das Ding knallt, das kann ich euch sagen, knallt jetzt sogar noch ein bisschen mehr, also von dem her, ja, könnt ihr auf jeden Fall nach wie vor mit einem übertrieben geilen Produkt rechnen. Um dieses wunderbare Brust-, Schulter-, Trizeps-Training einzuläuten, gibt es erstmal einen Double Scoop. Weiß nicht, ob ich da noch pennen gehe, aber das Ding wird es auf jeden Fall geben ab 9.10. Das heißt Mittwoch in der Woche vorm Olympia, 18 Uhr bei ESN. Und ich kann eins sagen, stellt euch lieber einen Timer, denn wer sich an letztes Jahr erinnern kann, das Ding war nach 6 Minuten im Shop ausverkauft. Und wer mich kennt, weiß, bei mir immer Limited, deswegen wird es auch die Limited Edition fürs Jahr 2024. Die wird sich jetzt aber in Helm gekleistert, mit ordentlich Wasser. Digga. Ja, meine Nase. Bruder, die Chili-Note à la Breaking Bad ist auf jeden Fall am Start. Und wenn ich das Feuerrot da drin schon sehe, weiß ich, da wird es die Thermogenese gleich ordentlich anzwirbeln. Wir haben heute noch ein geiles Gym rausgesucht, in was wir gehen, das Torture Gym in Vegas. Werdet ihr dann aber gleich sehen. Und ich sag mal so, ortszapft ist, gerade ist ja auch, gerade ist der Vasen, aber ich sag, aus Vegas nach Deutschland, Prost und auf nächsten 2 Wochen Bootcamp Vegas und ein phänomenales Olympia-Wochenende. Sup, what's up, how we doing? Torture Gym, so sieht's aus. Ich glaube, ich bin auch der einzige Deutsch-Pole, der in Vegas bei 42 Grad mit einem Hoodie rumläuft. Aber so fühle ich mich gut, so fühle ich mich warm und geschmeidig. Und jetzt geht's ab ins Training. Ja, wir sind angekommen im Gym, Torture. Cooles Studio, vor allem hat
Newtek-Maschinen, von denen ich ein paar feiere, gerade für Brust. Das Ganze habe ich nämlich in Kuwait schon ausprobiert. Und ja, dementsprechend gibt es in Vegas ja nicht nur 50.000 Studios, die alle ziemlich geil sind. Und deswegen dachten wir uns heute, wir gehen hierher, probieren das Ganze mal aus und machen ein geiles Push-Training. Habe ich jetzt auch richtig Bock drauf. Gerade nach dem langen Flug gestern im Rest-Day wird sich heute hier richtig ausgepowert. Deswegen nicht viel schnacken, los geht's. Aufwärmen auch ganz wichtig natürlich, denn weil Weeks vor dem Wettkampf will man auf jeden Fall keine Verletzungen riskieren. Stefan hat auch gesagt, langsam aber sicher schon nicht mehr die PRs machen. Und was ich gelernt habe in den letzten Jahren, ist auf jeden Fall auf den Boss zu hören, ganz genau das zu machen, was der Coach sagt. Und dann wird das auch das beste Paket. Wärme ich mich ja einmal grob komplett auf, also mache hier Rotatoren, bisschen den Trizeps warm, bisschen die Schultern warm, also bring Blut in das ganze Gerät rein, mache hier die Rotatoren, Manschetten, also der Standardkram sozusagen, und mache mich dann aber auch erst wirklich an der Maschine warm, sprich an der ersten Übung. Nur ganz wichtig, einfach weil jetzt auch das Wasser so langsam aber sicher aus dem Körper rausgeht. Und Wasser aus dem Körper, sprich auch Wasser zum Teil aus den Gelenken. Und ja, die sollen natürlich heile bleiben. Also ich sag's euch, die Newtek-Maschinen sind auf jeden Fall richtig Premium. Man kann echt alles einstellen. Ist ziemlich geil. Gerade die Schrägbank hier kannst du alle Winkel einstellen, alles was man braucht und so. Macht gleich Bock, wisst ihr? Gleich USA-Feeling. Zwar scheppert der Booster jetzt langsam aber sicher auch rein. Mir kribbelt die ganze Fresse. Ohne Scheiß, vom Energielevel. Ich fühle mich wie in der Off-Season, weil einfach ist alles so overwhelming ist gerade. Alles so neues Umfeld. Du bist in Vegas. Jetzt sind es noch 2 Wochen. Einfach herrlich, Mann. Ich liebe den Scheißsport. Digga, weißt du, was hier schon wieder das Problem ist? Ich werde wieder leicht dazu tendieren, völlig abzuschießen im Sinne von viel zu viel machen. Aber den Fehler machen wir nicht. Wir bleiben trotzdem beim gewohnten Volumen und stecken lieber so viel Intensität in die Sätze rein, die wir machen, als dann dumm einfach 50 Übungen mehr zu machen. Das habe ich auch gelernt und deswegen sieht man auch dieses Jahr auf jeden Fall mehr Muskelqualität, mehr Fülle noch im Muskel, und das ist auf jeden Fall was, ich glaube, ich dem Training auch viel zu schulden habe. Aber warum muss ich pissen? Klassiker. Olympia Raps, Baby. Oh ja. Ich mache 2 Sätze, Top-Set, Back-Off-Set, keine Intensitätstechniken mehr und versuche einfach, wie gerade, an mein eigenes Muskelversagen zu gehen und meine Kraft zu halten. Das Krasse ist, meine Kraft ist gestiegen, sogar auch bei Push-Übungen bis jetzt eigentlich, und das ist ein ziemlich gutes Zeichen. Wenn ihr eure Kraft haltet, haltet ihr auch eure Muskulatur. Und Digga, ich sag's dir, der Booster schiebt gerade sowas von dreckig ins System. Kennt ihr das, wenn ihr Koffeinüberdosis habt? Moin Meister! Wenn ihr gerade anfangt, die ersten Trainingsjahre, würde ich eher mehr Volumen trainieren. A, zur Erlernung der richtigen Technik in den Übungen. B, zur Erlernung des
intensiven Trainings. So von 200 gehen wir jetzt auf 180. Also ihr seht, ich reduziere gar nicht so hart das Gewicht, weil ich gerade schon eine ziemlich hohe, ich habe 10 Wiederholungen gemacht, glaube ich, und versuche auch in dem Bereich zu bleiben. Also ich bin jetzt nicht mehr, normal ist mein Topset immer so 5 bis 8 oder 9 Wiederholungen. Jetzt versuche ich aber eher aufgrund von, oder weil es der Coach so angeordnet hat, nicht mehr in den ganz, ganz tiefen Bereichen zu trainieren. Einfach zur Verletzungsprävention, gerade 2 Wochen vor dem Wettkampf, sondern eher dann im 8 bis 12er Bereich, so manchmal auch 15er, aber das dann eher gegen Ende hin vom Training, in noch so anderen Isolationsübungen. Aber wichtigster Tipp, macht, was für euch funktioniert. Also nehmt sowas gerne als Anreiz, sowas selbst auszuprobieren, aber findet immer euren eigenen Weg und dann funktioniert's. Dann führen viele Wege nach Rom, Freunde. Aber gute Entscheidung, heute in das Gym hier gegangen zu sein. Gefällt mir echt. Okay. My coach said like no more 4 straps, but you know how it is sometimes. I just wanted this one so bad. This everything you can adjust bar Nice. for the back. What's your name, brother? Oh, Jay, sorry, Jay. Jay. That's your man. So one thing I can give you for a tip, come on Jay, it's like Sorry. find jack guys like Jay inside the gym and just ask him which kind of exercises do you like and how to like set them up, because hey, we don't have those machines in Germany, and why not like ask some guys in the gym which train here on a regular basis. It's here to help. It's here to help. So he's the Olympia winning coach. No, we're here to help. I'm here every day. Thank you, brother. Yeah. No worries, man. No worries. So when you come to Torture and find Jay, just ask him. Oh, Digga, das ist zu geil. Das Geile ist nämlich immer, das LK in den Studios in den USA, kann man hier immer richtig nice sein Wasser auffüllen. Heute nur unsere EAAs. Intra gibt es gerade nicht. Intra gibt es gerade nicht, aber dafür leckere Blackberry EAAs. Das sind die besten, beziehungsweise mittlerweile heißen die Aminos. Ist aber eine verbesserte Formel und die kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Die ist ziemlich geil, also wer einen guten ESN Amino-Geschmack sucht, Blackberry mein Favorite. Let's go, brother. Let's go. Easy money. Come on. Wisst ihr, wie ich mich fühle gerade? So wie Ding früher. Spieleparadies. Ich schwör's dir. Das habt ihr gesehen, ich habe noch so ein paar Partials gemacht, weil da hast du so einen abartig guten Stretch und ich habe gemerkt, beim Brusttraining den Stretch richtig mitzunehmen ist sehr wichtig. Dafür machen wir hier den zweiten, deutlich leichter und mehr auf Squeeze auch. So geil, Mann. Der Pump gibt gutes Feedback. So, wir haben 2 Brustmaschinen gemacht. Was ich jetzt mache, ist Trizeps. Fragt sich der eine, hä? Aber habe ich schon mal erwähnt. Die Sachen, die man verbessern will, sollte man meiner Meinung nach eher am Anfang vom Training einbauen. Weil das kennt ihr selber, je weiter das Training geht, umso mehr fadet der Fokus, die Konzentration. Und dementsprechend, hey, was spricht dagegen?
Deswegen machen wir jetzt Überkopf. Das ist eine geile Maschine, die checke ich mir mal ab. Also, hier ein Überkopf-Piece. Fühlt sich bisher gut an. Ich achte darauf, dass meine Ellenbogen schön hinten bleiben. Und guck mal jetzt an, wie es mit Mehrgewicht ist. Wenn es sich nicht gut anfühlt, was ich jetzt gerade nicht das Gefühl habe, mache ich einzeln am Kabel. Auch immer eine gute Möglichkeit. Aber ja, gerade ist gut. Geht noch was. So schwach bin ich jetzt auch nicht. Zweimal dürft ihr raten, wer schon wieder auf Toilette muss. Es ist auf jeden Fall mittlerweile schon fast nerviger als der Hunger in so einer Diät. Es ist einfach der Fakt, dass man so oft Wasser lassen muss. Grüße gehen raus, auch an den Flughafen. Junge, Frankfurt kenne ich auch schon jede Toilette dort. Das ist unfassbar. Aber ey, it is what it is. Wir haben die Ehrenfrau am Start. Wenn Alicia guckt, dann gebe ich immer noch mal 5% mehr Gas. Da mache ich immer gern einen sehr schwer wie jetzt und dann 2, wo ich wirklich richtig ja auch auf Wiederholung schieße. Was ich auch gern mache, nicht dass ihr denkt, ich will hier dauernd von euch wegrennen, aber zwischen den Sätzen bewege ich mich auch immer ein bisschen, um einfach ja, die Pausen aktiv zu nutzen, ein bisschen in Bewegung zu bleiben und ja, nicht einfach dumm rumzusitzen. Außerdem, wie gesagt, no joke, der Booster zündet gerade. So abartig, ich kann nicht still sitzen, Alter. Ich glaube, das erste Training, was mal wieder richtig Spaß macht, um mal Real Talk zu reden, weil so die letzten 4 Wochen der Vorbereitung, ich will ja auch nicht immer alles schönreden im Bodybuilding, beziehungsweise im Wettkampf Bodybuilding. Es kommt vielleicht so rüber auf Insta, auf YouTube, dass es so einfach aussieht, aber Alter, das ist ein Pain in the Ass und wenn ihr glaubt, dass da jedes Training noch so ein Ding ist, dass man reingeht, sich gut fühlt, einen überkrassen Pump hat, habt ihr euch geschnitten. So ist es nicht und so soll es auch nicht sein, weil wenn es so einfach wäre, wird jeder so aussehen, sage ich immer ganz gern. Ist aber heute auf jeden Fall so ein Training, wo ich richtig bei Laune bin. Okay. So. So was hat man einen guten Kameramann. Spotter, Kameramann, Gesprächspartner, Liebhaber. So, jetzt machen wir wieder Brust. Und zwar negativ. Was für die unteren Titten. Auch ziemlich geil, Alter. Auch ziemlich geile Scheiße.
Nice. So, weiter fliegende 3 Sätze und die Maschine hat mich drauf gebracht, dass ich heute hierher kommen will. Wer sich an die Kuwait Chest Day Videos erinnert, der weiß, diese gut, aber auch schön auf Wiederholung. Da will ich keinen Satz unter 10 Reps machen. Also wirklich Blut reinbringen, schön Stretch mitnehmen und dann sollte die Brust auf jeden Fall gut demoliert sein. Hier ist auch ein Posingraum, 2 Stück sogar. Einer im Lockerroom und hier noch einer. Und da gehe ich auch später rein. Ihr aber nicht. Ja, ihr habt gemerkt, jetzt gerade in den letzten Videos haben wir so ein bisschen was anderes reingebracht. Ihr wisst ja, wie ich angefangen habe, YouTube zu konsumieren. Zu damaligen Zeiten haben viele noch, oder bestand YouTube eigentlich nur aus so Vlogs. In das YouTube habe ich mich damals so verliebt, dann habe ich immer gefeiert, wenn alles nicht so professionell ist, aber ich finde auch geil gemachte Videos richtig gut und habe mir jetzt so gedacht, für meinen Kanal mischen wir das Ganze so ein bisschen, habt ihr jetzt vielleicht gesehen. Deswegen schreibt gerne mal in die Comments, wie ihr so den neuen Style an Videos findet, gerade den neuen Schnitt mit so dem Amateur-gevloggten und aber auch mit den geilen mehr cinematischen Aufnahmen. Würde mich echt mal interessieren, euer Feedback wird immer gern angenommen. Sagt gern, was ihr davon haltet. Ich glaube, der treue Zuschauer braucht gar nicht fragen, was jetzt kommt. Ein schwer, 2 bisschen leichter, mehr Wiederholung, funktioniert gut und gibt dem Croissant die nötige Aufmerksamkeit. Ich habe hier noch einen geilen Griff entdeckt, sieht so aus, soll ziemlich geil sein und da werde ich, wisst ihr, früher hätte ich dann damit mich noch weggeknallt, aber zur Feier des Tages werde ich nach den 3 Sätzen Crossovers noch einen damit machen, mit vielen Wiederholungen, um noch mal einen schönen Pump reinzukriegen und so viel wie der Kohlenhydratspeicher an Pump gerade zulässt. Und dann schließen wir das Training ab mit Seitheben. Hier gibt es auch ein paar geile Maschinen, aber ich feiere die im Stehen. Ist jetzt aber auch ein Push-Training, was ihr so klassisch nachtrainieren könnt, aber wie gesagt, alles nur Vorschläge, könnt ihr selber designen und machen, wie ihr wollt, und das empfehle ich euch auch ehrlich gesagt am allermeisten. Was ich eben Gym in Deutschland auch empfehlen würde, ist sich so ein Ding anzuschaffen, egal ob jetzt von Newtech oder sonst für ein Kram, aber es kann doch nicht so schwer sein, so ein duales Free-Motion-Kabel zu holen, weil ihr könnt 8000 Übungen da machen. Entweder gibt es immer diese klassischen Riesenkabeltürme, ihr wisst, welche ich meine, oder es gibt so fixierte nebeneinander. Aber hier seht ihr, die Arme könnt ihr einstellen, hier verschiedene Stufen auswählen, den Arm hier, wie der Name sagt, Free Motion auswählen, ihr könnt hier das Pad hochschneiden und dann kannst du hier 500.000 Übungen dran machen. Also kleiner Appell an alle Studios in Deutschland, so ein Ding
ja, macht euer Studio einfach so viel besser. Boah. Woran ihr auch erkennt, ob ihr intensiv genug trainiert, ist zum Beispiel, wenn ihr wie jetzt 2 Sätze mit dem gleichen Gewicht hintereinander macht und wenn ihr zum Beispiel im ersten und im zweiten Satz genau gleich viele Wiederholungen macht mit demselben Gewicht, dann habt ihr im ersten Satz auf jeden Fall nicht Vollgas gegeben. Und das ist immer so ein Reminder. Ich habe mir zum Beispiel gerade, ich habe im zweiten Satz jetzt 12 Wiederholungen gemacht und jetzt im letzten Satz hier waren es, glaube ich, 9 oder 10. Also ich glaube so 9,5. Und das kann man immer so sagen, so also 2 bis 3 Wiederholungen weniger. Dann habt ihr den Satz davor auf jeden Fall auch gut weggeprügelt. Klar muss man auch gucken, gerade zum Ende der Vorbereitung hin, bezüglich regenerativer Kapazitäten, sich da nicht zu tief in ein Loch zu buddeln. Aber wenn ich Sachen sehe, die ich ausprobieren will, dann mache ich das auch einfach. Und dann muss man einfach immer ein bisschen auf sein eigenes Gefühl hören, sein Herz. Und dann passt es schon. Wow, geiles Teil, geiles Attachment. Der eine Satz hat auch gereicht, richtig gescheppert hier, ganz wichtig, kleiner Tipp für alle, den ich viel zu spät erst gelernt habe. Versucht eure Schultern, klar schafft ihr mehr Gewicht, wenn ihr hier vorrollt und dann den hier macht, aber versucht mal eure Schultern im Trizepstraining so ein bisschen hinten zu locken, die Ellenbogen an die Seite zu tackern und hier dann wirklich reinzugehen und hier dann auch den Stretch oben voll mitzunehmen und unten schön zu kontrahieren. Oh Digga, mein Trizeps krampft schon. Das hat echt gut gehittet. Was ganz wichtig ist, Leute, wenn ihr Seitheben macht, ich sehe oft, gerade an solchen Maschinen, Leute, die stehen viel zu hoch oder viel zu tief. Wichtig ist, dass hier dieser Drehmoment, also die Schraube hier, in eurem Gelenk ist. Selbes gilt auch beim Beinstrecker zum Beispiel. Immer wo das Gelenk ist, da sollte der Drehpunkt sein. Deswegen habe ich gerade gesagt, hier schau mal, ob das bei mir hier auf der Schulterhöhe ist oder ob ich zu hoch oder tief bin. Oh, die ist so gut, die Maschine, Alter. Stark. So ähnlich wie die von Panatta. Die Panatta stehende Seitheben ist meine Lieblingsmaschine, aber die kommt schon ziemlich gut ran. Was cool ist, hier kann man sich auch so nochmal ein bisschen mehr fest montieren. Stark, Alter, stark. Bockt sich. Macht dann auch einen Topsatz im, ja, jetzt normal 6er bis 9er Bereich. Bei Seitheben dürfen es gern ein paar Wiederholungen mehr sein. Und dann 2 auf jeden Fall mit noch ein bisschen mehr Wiederholung. Und so wächst die Schulter ganz gut. Oh, fuck. We made it, Leute. Wir sind durch für heute. Erstes Training aus Vegas. Erstes Training aus dem Torture Gym. Und ich sag's euch, die nächsten 2 Wochen geht's hier richtig ab. Und deswegen will ich euren Support am Start haben. Ich reiß mir jetzt nochmal richtig den Arsch auf
um Deutschland zu representen beim Olympia 24. Deswegen sage ich tschüss und bis zum nächsten Video. Schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt Mission Olympia. Ich bin raus, euer Bär, let's go.